Hallo liebe Hungrige! Auch wenn sich die meisten von euch backtechnisch noch auf Rhabarber oder schon auf Erdbeeren eingestellt haben, Äpfel gehen noch das ganze Jahr über und Apfeltaschen, diese Miniaturform des Apfelkuchens, sind gerade in Kombination mit Eierlikör wirklich richtig lecker. Wir brauchen dafür Äpfel, am besten eine säuerliche Sorte, Eierlikör, den ihr allerdings, wenn ihr für Kinder backen solltet, auch durch Vanillesoße ersetzen könnt. Wir brauchen eine Prise Salz, ein Ei, Backpulver und ein Päckchen Vanille-Puddingpulver. Außerdem, denn das war's noch nicht, Mehl, ein bisschen Zitronensaft, Quark und Öl, am besten Rapsöl. Ihr seht also schon, es wird ein Quarkölteig. Wir brauchen Zucker und um Kalorien zu sparen, nehme ich Birkenzucker, also Xylit, und ein Schlückchen Milch wird noch gebraucht. Zuerst kümmern wir uns mal um die Äpfel. Daraus soll nämlich ein Apfelkompott werden. Und wer sich die Mühe sparen will, kann natürlich auch Fertiges kaufen. Aber selber gemacht ist natürlich besser. Die Äpfel also schälen, in Kern und Vierteln oder Achteln. Anschließend schneiden wir sie in kleine Würfel, geben sie gleich in einen Topf und gießen dann auch sofort den Zitronensaft darüber. Kurz mal umrühren. Nun geben wir den Topf auf den Herd, schütten 3 Esslöffel vom Zucker mit hinein und gießen den Eierlikör darüber. Und nun wird alles erhitzt und zum Köcheln gebracht. Umrühren dabei unbedingt. Nebenher oder auch schon vorher rühren wir noch das Puddingpulver an. Einfach mit ein bisschen Wasser. Glatt rühren. Und dann mit in den Topf gießen. Unterrühren. Nun nochmal für circa eine Minute köcheln lassen. Und dann den Topf vom Herd nehmen und das fertige Apfelkompott abkühlen lassen. Nun geben wir in eine Schüssel zum Mehl das Backpulver. Vermischen beides miteinander. Am besten mit einem Schneebesen. Und nun gießen wir in eine größere Schüssel zum Quark die Milch, ebenso das Öl, ergänzen mit dem restlichen Zucker, auch eine Prise Salz kommt mit dazu und dann die vorbereitete Mehlmischung. Nun alles zu einem glatten Teig verarbeiten und ich mache das zuerst mit den Knethaken des Rührgeräts, sieht zwischenzeitlich eher wie Streuselteig aus, abschließend den Teig nochmals mit den Händen durchkneten, dann auf eine Arbeitsfläche geben. Die könnt ihr, müsst ihr aber nicht bemehlen. Den Teig vielleicht noch ein bisschen formen und dann mit einem am besten scharfen Messer in 8 gleich große Teile zerschneiden. Also halbieren, vierteln, dann nochmal längs und schon haben wir 8 in etwa gleich große Stücke. Nun schnell noch das Ei trennen in Eiklar und Eigelb. Und nun greifen wir uns das erste Teigstück, drücken es am besten zwischen den Händen schon mal ein bisschen flach und zu einem Rechteck und rollen es dann aus. Entweder ihr nehmt eine normale Teigrolle, ich habe mich hier für diese kleinere, die ja eher für Fondant gedacht ist, entschieden. Und nun eben ausrollen. Optimal wäre eine Größe von 12 x 14 cm. Das kommt aber nicht so genau drauf an. So, und wenn wir das dann erledigt haben, geben wir auf die eine Hälfte so circa 2 Esslöffel von dem inzwischen abgekühlten Apfelkompott. Dann streichen wir ringsherum den Teigrand mit Eiweiß ein. Brauchen jetzt wieder ein scharfes Messer, weil nämlich die unbelegte Teigseite jetzt mit mehreren Schnitten versehen wird. Und diese Hälfte klappen wir dann über das Apfelkompott auf die andere Seite, drücken den Rand erst mit den Fingern an und gehen dann nochmal ringsherum mit einer Gabel drüber. Damit ist Nummer 1 fertig und mit allen anderen Teigstücken verfahren wir ebenso. Also, wie gehabt, ausrollen, auf die eine Seite kommt das Apfelkompott, ringsherum mit Eiklar einstreichen, die freie Seite einschneiden und zwar mehrfach, dann übers Apfelkompott klappen, den Rand andrücken, zuerst mit den Fingern, dann mit einer Gabel und nun auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Haben wir alle Teigstücke entsprechend bearbeitet und das Backblech damit gefüllt, kommt es jetzt in den Ofen und zwar für eine Viertelstunde bei 190 Grad Ober- und Unterhitze, alternativ 170 Grad Umluft. Und als ich so mitten im Backen bin, fällt mir doch auf, dass ich Dummerchen etwas vergessen habe. Also kurz nochmal rausgenommen, das Eigelb verquirlt und die Apfeltaschen damit eingestrichen. Dann wieder zurück in den Ofen und fertig backen. Kann ja mal passieren. Und so lecker sehen unsere Schmuckstücke dann aus. Wir lassen sie abkühlen, am besten dazu auf den Kuchengitter geben und können sie nun noch glasieren oder so wie ich, einfach mit ein bisschen Puderzucker bestäuben. Und dann können wir diese leckeren Teilchen genießen. Schmecken wirklich ganz toll. Ihr müsst sie auch nicht vollständig abkühlen lassen. Noch so ein bisschen lauwarm. Schmecken sie super. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen und dann recht guten Appetit. Falls aber doch lieber ein Erdbeerkuchen sein soll oder ihr euch lieber eine deftige Suppe kochen möchtet, dann schaut euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.